Hi, ich bin Rasmus und das ist die zweite Runde First Take Uncut Story. Ihr habt am Sonntag von mir den wunderschönen Song Templegate Hotel bekommen, den natürlich keine Sau kennen kann. Denn geschrieben wurde die Nummer von einem guten Freund von mir, Nenad, oder wie er sich damals in Irland nannte, Ned Bird. Das Ganze geht zurück, 2004 war das, glaube ich, 3, 4. Nachdem ich schon ein paar Mal in Köln zu Hause versucht hatte, Straßenmusik zu machen und irgendwie so ein bisschen, ja, das mal ein paar Mal ausprobiert hatte und ich da irgendwie schon so fast schon routiniert war oder so am Anfang, hatte ich mir überlegt, mal 2004 eine kleine Reise zu machen, so Backpacker-Style, hatte ein bisschen Geld zusammengespart und wollte nach Irland und hatte mir für 3 Wochen quasi Tickets geholt, einen Flug geholt, dass ich 3 Wochen da sein konnte. Und habe die Gitarre auch natürlich mitgenommen und hatte so im Hinterkopf, vielleicht traue ich mich ja in Irland auch mal Straßenmusik zu machen. War für mich natürlich eine große Nummer, weil nachdem Englisch mein schlechtestes Fach in der Schule war, und ich aber auf Englisch gesungen habe und mich dann zu trauen vor Muttersprachlern, die dann jedes Wort und jeden Fehler verstehen, war mir damals in meinem Kopf die größte Hürde tatsächlich. Und nachdem ich dann in Dublin gelandet war und da auch das erste Mal schon versucht hatte, mich mit der Straßenmusik, bin ich dann in Ennis gelandet. Und Ennis ist ein kleines Städtchen an der Westküste oder in der Nähe der Westküste südlich von Galway. Und ich hatte mich da in so einem kleinen Hostel eingemietet. Das heißt, er hatte damals noch so ein Backyards, wo man irgendwie sein Zelt aufschlagen konnte für wenig Geld. Hatte dann aber so die ganzen Facilities von dem Hostel mit inklusive. Da hatte ich mich also eingemietet und habe gleich am ersten Abend dort im TV-Room Ned kennengelernt. Und wir hatten uns irgendwie so ein bisschen unterhalten und dann habe ich erzählt, dass ich irgendwie Straßenmusik machen wollen würde oder das auch schon mal versucht hatte und er hat mir dann erzählt, dass er auch Straßenmusiker ist und Ned war damals so alt, wie ich jetzt bin. Und dann haben wir uns halt angefreundet und haben da eine Wahnsinnszeit gehabt in diesem Hostel, haben ihren Abend zusammen gekocht und haben einfach eine wunderschöne Zeit gehabt, sind dann mal abends rausgegangen in die Pubs und das irische Nachtleben mit den ganzen Musikern, mit den Sessions und das war einfach eine Wahnsinnszeit. Und tagsüber haben wir Straßenmusik gemacht und Ned hatte seinen Lieblingsplatz direkt gegenüber des Eingangs vom Templegate Hotel. Und den Spot habe ich natürlich auch relativ schnell rausbekommen, dass das der beste Spot so in der ganzen Stadt war, weil da die Touris immer schön so vorbeiliefen und so. Und die haben dann auch schon mal ganz gerne geschmissen. Und so haben wir uns quasi an diesem Templegate Hotel die Klinke in die Hand gegeben und mit Straßenmusik. Und dann hat er irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden gespielt, dann habe ich 2 Stunden gespielt und Ned hat dann eines Tags oder ein paar Tagen oder wie auch immer diesen Song geschrieben über diese Zeit. Ich weiß gar nicht, ob er ihn in Irland selber ist. Ich muss das mal fragen, wann er den genau geschrieben hat. Vielleicht, ich denke, er hat ihn in Irland selber noch geschrieben. Seine damalige Frau, die hatte zu der Zeit noch in Deutschland irgendwie auch gelebt und ist dann später nachgezogen, weil Ned ist dann irgendwann nach Irland ausgewandert, zumindest für ein paar Jahre. Und ja, so ist die Geschichte dieses Songs Templegate Hotel. Für mich ist diese ganze Geschichte deshalb so wichtig, weil ich glaube, wenn ich Ned damals nicht begegnet wäre, dann würde ich heute nicht hier sein und Musik machen auf die Art und Weise. Und ich wäre sicherlich nicht der Straßenmusiker und Musiker geworden, der ich dann heute bin. Und hätte mich irgendwie getraut, das auch zu meinem Beruf irgendwann zu machen, weil für mich war es irgendwo so das Ding, eine völlig neue Welt zu sehen, dass man anscheinend davon leben kann. Und so in der Person von Ned hatte ich damals plötzlich da jemanden vor mir, der halt das schon seit 20, 25 Jahren machte zu dem Zeitpunkt. Ja, und jetzt mache ich das schon fast 25 Jahre. So vergeht die Zeit.
Und ich hoffe, euch hat die kleine Story rund ums Templegate Hotel gefallen. Und der Song natürlich auch. Und ich freue mich auf nächsten Sonntag, wenn es dann heißt First Take Uncut, die dritte. Alles Gute, euer Rasmus. Ciao.